Die Kirchenruinen von Noli. Hinter mir seht ihr zwei mittelalterliche Kirchen. Santa Margherita ist aus dem 13. Jahrhundert und Santa Giulia aus dem 11. Doch warum wurden diese beiden Kirchen zu Ruinen? Das seht ihr jetzt. Die Ruinen der beiden aneinander gebauten Kirchen befinden sich auf einer Anhöhe hoch über der ligurischen Küste. Es versteht sich von selbst, dass man von diesem Ort aus eine fantastische Aussicht hat. Santa Giulia im Osten, die kleinere und ältere der beiden, ist noch etwas besser erhalten. Die etwas größere Santa Margherita hingegen liegt teilweise völlig in Trümmern. Wobei es auch Theorien gibt, welche darin nur ein einziges Gebäude mit mehreren Bauphasen sehen. Anhänger dieser Variante gehen davon aus, dass der Ort zuerst der heiligen Julia und später der heiligen Margherita geweiht wurde. Es gibt auch ein bauliches Merkmal, welches darauf hinweist, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt nur eine einzige zweischiffige Kirche war. Und zwar die zugemauerten Bögen, welche gut zu erkennen sind. Beide Gotteshäuser sind im romanischen Stil gehalten. Im Gegensatz zu den anderen Kirchenbauten in Noli sind sie nicht nur aus lokalem Stein errichtet worden. Für Teile der Gebäude wurden Ziegelsteine verwendet. Beispielsweise sind die Innen- und Außenbögen der Kirche Santa Margherita aus diesem Material. Früher gab es hier auch einen Glockenturm. Von diesem fehlt jedoch heute jegliche Spur. Manche Gelehrte vermuten, die beiden Kirchen seien auf den Überresten eines heidnischen Tempels der Antike erbaut worden. Diese Hypothese kommt daher, dass in den Mauern eine römische Ascheurne gefunden wurde, welche ins 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus datiert wird. Bis zum 17. Jahrhundert wurden die beiden Sakralbauten für Gottesdienste genutzt. Danach waren sie noch bis ins 20. Jahrhundert Ziel von Wallfahrten an Namenstagen und am Ostermontag. Doch dann folgte der abrupte Niedergang. Wie so oft ist der Krieg schuld. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese Gotteshäuser zerstört. So viel dazu, dass im Krieg Gotteshäuser nicht bombardiert werden. Wer die beiden Kirchen besuchen möchte, sie liegen am alten Pilgerweg, der zwischen Noli und Variciotti verläuft. So, und wenn ihr jetzt Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Wir gehen jetzt weiter pilgern und wünschen euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.